So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo es nun weitergeht mit dem 4. Akt des 5. Kapitels hier in Natlan, wo wir jetzt erstmal zu einer Diskussionsrunde zur Kammer des Sprechers zurückkehren müssen. Capitano und seine Fatui-Elite-Kämpfer sind jetzt sowieso auch auf unserer Seite. Wir haben erfahren, dass Capitano aus Kenria stammte und deshalb, ja, ein persönliches Interesse eigentlich daran hat, dass nicht wieder eine weitere Nation untergeht, wie seine Heimat. Aber dahinter muss natürlich auch noch irgendwas anderes stecken. Noch einen anderen Beweggrund. So oder so füllt sich jetzt aktuell die Heldenschar sowieso auch zusammen. Auroron hat jetzt auch einen antiken, alten Namen gekriegt, der so viel wie Aufopferung bedeutet. Und ja, wir haben mit dem Herrscher der Nacht gesprochen, ein bisschen was über die Kraft des Himmels erfahren, ein bisschen was über die ursprüngliche Energie von Teyvat, was er sagt, dass Phlogiston aus Natlan eigentlich ja sei, woraufhin er sagt, die himmlische Ordnung, naja, die Macht des Phlogiston genutzt hat, um daraus, er sagt, 7 neuartige Energien zu erschaffen, die wir heutzutage ja kennen unter den Namen Anemo, Geo, Elektro, Dendro, Hydro, Pyro und dann natürlich ja Kryo. Die 7 Farben des Regenbogens. So viel dazu auf jeden Fall. Wir wissen auf jeden Fall jetzt auch noch, dass jemand anderes, eine andere Gottheit, Göttin, wie auch immer, unter der himmlischen Ordnung, naja, Natlan, der sagt ja auch geholfen hat, die ganzen Regeln zu etablieren und ihnen ein bisschen zu helfen, aber seitdem, ja, ist jene Gottheit, Göttin, wie auch immer, ein Schatten ihrer selbst und suhlt sich in Selbstmitleid. So viel dazu. Vom Webstuhl des Schicksals weiß er, sagt der Herrscher des Nachts. Herrscher der Nacht überhaupt nichts. Nicht allzu viel, überhaupt nicht. Und ja, was war das sonst noch? Auf jeden Fall rückt er, sagt die Entscheidung so langsam aber sicher näher. Für Natlan. Wie das Schicksal so aussehen mag. Aber wir persönlich haben unseren antiken, alten, neuen Namen noch nicht erhalten. Dafür müssen erstmal Zylonen und Zitlali, dem Herrscher der Nacht, erstmal guten Tag sagen. In that case, allow me to formally welcome the Fatui to our cause. We now face a common enemy. It's time to put our differences behind us and look to the future. As for Auroron, his actions may have been out of line, but I don't intend to punish him right now. I'd rather give him a chance to prove himself. A magnanimous decision. We're back! Whoa, seeing the two of you chatting like this, Paimon almost feels Ich habe ein besseres Gefühl, was unsere Chancen angeht. This may be an unexpected outcome, but a favorable one nonetheless. Now that we're all here, I have some questions of my own. Tell me, how did you discover the source mechanism? We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natlan for a different option. Auroron helped as well. We tracked down 3 scholars, Abarawa, Bosomtwe, and Kushtal, and combined the results of their research to locate this ancient device. I've never heard those names before. Seems like my own investigation failed to locate some critical personnel. I'm just not sure how I missed them. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. Compared to using the Gnosis, our current plan will buy us some time. Wenn allerdings Mavuika keine Ahnung darüber hatte, dass sich solche 3 Gelehrten in ihrem Lande befinden, könnte es theoretisch auch sein, dass diese 3 Leute eventuell Gesandte des Abgrunds waren. Wir wissen ja alle, die können sich in Menschen verwandeln.
Und generell wäre, er sagt, das Vorhaben mit dem Quellapparat geglückt. Ja, wäre, er sagt, die ganze Geschichte, das Vermächtnis Natlans zerstört worden. Würde eigentlich auch zum Schema des Abgrunds passen. Und Natlan wäre dadurch ja quasi zwar sicher gewesen, aber sie hätten ja alles verloren, was Natlan ausgemacht hat. Naja, das hätte dann theoretisch wirklich auch noch gut ein Plan des Abgrunds sein können. And if all else fails, we still have this plan as a last resort. Even though executing it will come at a heavy cost. But that means making everyone forget their past. We should definitely try to avoid it if we can. Oh, actually, speaking of the Gnosis, how did you know what it could do? That story begins with the Cataclysm 500 years ago. I failed to save Conria from the rampage of the Abyss. When the situation became unsalvageable, I fled to Natlan with the remainder of my platoon, only to find that Natlan had fallen victim to the same tragedy. I defended this land for quite some time, and, in the process, met the chief of the Masters of the Nightwind, Aizu. I'm sure many people viewed Conria as the cause of the tragedy, but Aizu was kind to me all the same, and even helped me in my time of need. From that moment, I made it my mission to aid Natlan. In battle, a warrior fights to win. Even though my homeland was lost, I was already committed to this fight. Together, Aizu and I fought many battles and overcame countless hardships. However, he was unable to escape his fate, and, in his final moments, told me the secret of the Gnosis. So it was him. He recommended using the Gnosis on several occasions, even before the tragedy. But I turned him down each time. You knew him, and you fought for Natlan all those years ago. Why don't I recognize you? It must be the mask. Even without the mask, my past appearance is long gone. Even with the curse of immortality, the flesh still rots. Also ist er quasi unter der Rüstung und der Maske jetzt ein Skelett. Tja, warum nicht? Wait, do you know someone named Dainsleif? That problem doesn't seem quite so extreme for him. You've met him Mehrmals. already? Mehrmals sogar. Wir haben schon einige Abenteuer mit ihm bestritten. Yeah, a bunch of times. Sounds like you know him too. During the age of Conria, all I knew was his name. The last time I saw him in person, he was traveling with a princess. He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own. Okay, er trägt ein Maß an Schmerz und Hass in sich, das meines weit übersteigt. Könnte es vielleicht sein, dass er auch mit irgendjemandem einen Pakt geschlossen hat, den er schon längst vergessen hat und deshalb, der Fluch der Unsterblichkeit an ihn nicht so sehr nagt wie an Capitano? Ein Fluch mit einem anderen Fluch zu bekämpfen? Nicht die gesündeste Art zu leben, aber das könnte vielleicht, den Verrottungsprozess, aufhalten. Generell, Piero, der Narr, die Null der Fatui und ehemaliger Großmagier von Kenria. Ihm scheint ja eigentlich auch der Fluch der Unsterblichkeit auch nicht gerade so viel auszumachen. Eventuell sogar? Würde es mich am Ende auch nicht so ganz wundern, wenn irgendwie das Leben von Dane und dann von Piero miteinander verbunden sind? Oder vielleicht hatte Piero in seiner Jugend vielleicht auch schon mal verbotene Magie praktiziert, seinen Körper vielleicht in zwei Hälften aufgeteilt. Das könnte natürlich auch eine Art Dragon Quest Geschichte dann theoretisch mit den beiden sein. Dass Dainsleif vielleicht der ursprüngliche Körper von Piero war. So vielleicht auch bei Dragon Quest Adventure of Die auch die Geschichte mit Mystwan und Wahn.
Der dunkle König hatte ja auch seinen Körper quasi ja aufgeteilt. Einmal sagt er natürlich seine jungen Körper, denn natürlich auch mit einer verbotenen Magie immer mal wieder, sagt ja, quasi in der Zeit erstarren ließ. Und dann sagt er sein normaler Körper, oder besser gesagt sein anderer Körper, der Magiekörper, mit seiner extrem magischen Kraft, der dann sagt natürlich auch weiter und weiter und weiter, naja, alterte. Während natürlich sein Körper mit der physischen Kraft, ja, in der Zeit einfror. Das könnte natürlich auch nochmal eine interessante Geschichte werden. Vorausgesetzt natürlich, die Leute von Hoyoverse sind Dragon Quest Fans. Weil dann könnte ich mir gut vorstellen, dass dieses Szenario vielleicht irgendwann vorkommen könnte. Naja, so. War es wirklich wegen meiner Schwester? Yes. You're the brother of the princess. Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. Er ist auf jeden Fall ein Ehrenmann. Although, this is likely a self-imposed burden. If the princess saw me now, I doubt she would even Oder vielleicht jetzt an recognize me. der Stelle ein Ehrenskelett. As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. Naja, wie schon gesagt, ich würde mal sagen, sein Körper ist vielleicht in der Zeit eingefroren. Und theoretisch würde es eigentlich auch aus meiner Sicht auch storytechnisch eigentlich auch gut passen. Danes Life hat er gesagt die physische Stärke. Piero hat er gesagt die magische Stärke. Warum nicht? Das wäre auf jeden Fall eine Wendung, mit der jetzt nicht jeder rechnen würde. My appearance is much changed. And that's not the only thing. Even my physical strength is a shadow of what it once was. I would have never known. During our battle, it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength. And I still lost. I deserve no praise for that outcome. Still, it's a shame we never faced off 500 years ago. You could have seen what I was truly capable of. I agree. Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. So, all that commotion back at the stadium, and you're saying neither of you were using your full strength? I'd say we're evenly matched. If we face off again, victory will come down to who wants it more. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. But capitalizing on that situation would have only led to a hollow victory. It would have been no different than taking hostages. My goal was the Gnosis, and I failed to obtain it. That means I lost. Plain and simple. Und ja, apropos göttliches Herz, was wirst du der Zarin des Eises erzählen? Her Majesty the Tsaritsa allows every harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal and the same sovereign. I needed the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. Once Natlan is saved, if the Gnosis still remained in my possession, I could bring it back to Snezhnaya. My decision regarding the Gnosis will not change. So let's focus on the Abyss for now. Right. What happens when all 6 heroes are together? Naja, der Himmel wurde bereits erwähnt. Hat der was damit zu tun? We will unleash a great power that can be used to thwart the Abyss. But only once. It's a power that Xbalanque gained from Renova. Renova is a god whose existence predates any Archon. You can think of her like an emissary of the heavenly principles. She controls the power of death. Okay, jetzt wissen wir also, wie der Herrscher des Todes heißt. Renova. Eine Gottheit, die bereits von Archonten existierte. Eine Gottheit unter der himmlischen Ordnung. Würde ich mal meinen. Aber Renova würde ich mal meinen,
Ja, darauf würden wir sicherlich keine Hinweise darauf finden, ob das irgendeine Anspielung ist. Allerdings hört sich Ronova von meiner Sicht her an. Naja, zum einen ein bisschen nach einer Nova an. Aber was soll sagt Ronova insgesamt bedeuten? Naja, Ronova wäre auf jeden Fall ein Geschäft in Torrance, Kalifornien, USA. Des Weiteren gäbe es auch eine Modelinie namens Ronova. Wait, is that why you have the Ode of Resurrection? Yes. Renova also orchestrated Natlan's rules. As for the Divine Throne, like I said before, when a human ascends to the Divine Throne, their inner flame will awaken. The size of the flame depends on the person's potential. The same principle applies to the Ruler of Death's power, with one notable distinction. The amount of power inherited will not change depending on your ability to tolerate it. In other words, it's a kind of power that not everyone can withstand. But if you survive the trial, you will gain unprecedented strength, and the ability to harness powers more formidable than any Archon. That still sounds really risky. We cannot walk this path without accepting risk. Mualani charged into the Night Kingdom despite the abyssal contamination. Auroron fought back from the brink of death. In the face of their bravery, I must respond in kind. That is my duty. Spoken like a true leader. All right, that's enough for one day. You should head back and get some rest. I'm sure you're exhausted. The Abyss will likely sense the change in Auroron. It's possible the frequency of the attacks will increase. There are many challenges to come, so we need to be prepared. When you put it that way, Paimon feels even more exhausted. All right, let's head back. Gut, wo wir schon mal dabei sind. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben hier noch was zu bereden. Now that we're working together, we'll need to coordinate our efforts. I'll leave a portion of my forces for you to command. That will definitely help relieve some pressure. You're sure they won't object? It's an order. I will make that clear. Excellent. I appreciate your trust. Soweit so gut, soweit so gut. Jetzt allerdings müssen wir uns erstmal ein bisschen weiter raus teleportieren. Und dann, bevor wir das jetzt total vergessen, müssen wir jetzt erstmal ein paar, Wiederbelebungs-Items uns erkochen. Ich verstehe allerdings wirklich nicht, wie wir jetzt so viele Spiegeleier und sonstigen Kram, was wir seit 4 Jahren eigentlich ja immer wieder mal einkaufen. Wie konnten wir die Dinger so schnell verlieren? Okay, man war hier und dort ein bisschen schneller als sonst, K.O. gegangen. Das ist offensichtlich gewesen, aber trotzdem. Okay, dann erstmal hier nicht. Warte mal, gab es hier nichts zu kaufen? Okay, hier gab es leider nichts zu kaufen. Darüber hinaus dann jetzt sicherlich auch noch nicht mal eine Feuerstelle. That hurts. Jetzt halt still, deine Wunden brauchen Zeit zu verheilen. Du brauchst ein paar Tage Ruhe. The monsters keep increasing in number. It's like something changed. It's definitely unusual and we should all be careful. But don't worry too much. You have us by your side.
If there's one thing the Abyss fears, it's strength. If they think we're easy prey, they've got another thing coming. Oh, someone's calling us. Tja, komme. Something wrong, Traveler? Das Gefühl von Beklemmung nimmt immer mehr zu. Haben wir echt Zeit darauf zu warten, bis der letzte Held auftaucht? Was ist jetzt eigentlich mit Citlali und Cylon? Warte mal. Okay, wir haben hier auch noch optionale Ziele. Das ist jetzt mal was Neues. Also gut. Wo war jetzt hier noch die Schmiede gewesen? Ja, die Schmiede. Wo war hier die Schmiede? Wirklich nicht so ganz ein Plan, wo. Warte mal, hier ist die Schmiede, aber was soll ich jetzt hier sehen? Achso, die Leute hier. Ah, und Cylon. Nope, we can't give any of these to our soldiers. They were not tempered correctly at the forge. Well-made weapons and shields are vital for the survival of our people. I know we're under a lot of pressure, but we can't compromise on quality. Listen, I'm not blaming you. I know this isn't your usual standard of work. Why don't you all just take a break and I'll take care of the pieces. Hey, Shilonin? Is something wrong? Nothing I can handle. Just, some rushed defective goods, that's all. Even the most skilled craftsmen make mistakes under pressure, and if you two want to avoid the same fate, you should really get some rest. You must be exhausted too. Don't worry. I like it that way. Okay. So, kommen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen der Geschichte näher. Beziehungsweise ist jetzt offensichtlich, die letzten Vorbereitungen vor der großen Schlacht laufen jetzt. Das ist jetzt offensichtlich. Die letzten Vorbereitungen laufen. Allerdings... Ah, warte mal, jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu kochen. Oder natürlich auch erstmal was einzukaufen. So, was haben wir? Rezept für Rinderherzspieße. Kornfruchtchips, Nahrung. Frittierte Garnelenbohnenbällchen. Nicht zu vergessen die Saurierkekse. Jetzt beginnt allerdings erstmal die Zubereitung. Es wundert mich aber wirklich, dass wir jetzt wirklich weder ein Steak noch Eier noch Mora-Medaillon oder sonstiges hier haben. Tja, das wundert mich jetzt wirklich ein bisschen. Aber gut, stellen wir dann jetzt erstmal ein paar Wiederbelebungs-Items her. Ich glaube, das müsste jetzt erstmal reichen. Wenn wir dann sowieso auch noch ein paar weitere Nahrungsmittel hier hinzufügen. Schade das Ganze jetzt auch nicht.
Man muss ja immer auch gut ausgeruht den Kampf gegen den Abgrund aufnehmen. Und dazu gehört natürlich auch ein gut gefüllter Magen. Oh, verdammt. Da war ich wohl jetzt eben ein bisschen zu übereifrig gewesen. Wie kann das jetzt eigentlich angehen, dass wir die Fischerschnitte kein einziges Mal gemacht haben? Haben wir die jetzt wirklich bloß immer gekauft und nie selbst gemacht? Das wundert mich jetzt wirklich ein bisschen. Tja, das verwundert mich jetzt wirklich ein bisschen. Dann machen wir jetzt noch ein paar Fruchtgummis. Was für die... Warte mal, das ist auch ein Wiederbelebungsessen. Naja, dann machen wir nochmal die gemischten Yakisoba. Und dann natürlich noch eine Kleinigkeit zu essen. Tja, das reicht dann jetzt anscheinend. Aber jetzt müssen wir auch noch immer noch den Boten... Ah, Kinish. You made it back in one piece! Oh, these must be friends of yours. Well, head out then. See you later. Ach, er ist halt auch nicht synchronisiert? Ha, das war ein Kinderspiel. Diese Plagegeister hatten Glück, dass jemand einen Waffenstillstand ausgerufen hat. Sonst hätten wir sie alle zur Asche verbrannt. Ich weiß deine Sorgen zu schätzen, Paimon. Trotz Anjas Schilderung verlief die Situation nicht ganz so reibungslos. Die Truppen von Capitano sind allesamt Elite-Krieger. Es war ein harter Kampf. Naja, die wahren Elite-Fatui lauern allerdings in Fontaine. Wir waren jederzeit zum Rückzug bereit und jetzt arbeiten der Pyroarchon und Capitano zusammen. Das ist nicht das Ergebnis, das ich erwartet habe, so viel ist mal sicher. Yeah, a lot happened while we were in the ruin. We'll tell you about it some other time. Zumindest ist der Plan des Pyroarchons ein Schritt weitergekommen. Mehr konnten wir uns nicht erhoffen. Wir wissen eure Hilfe wirklich zu schätzen. Wir müssen trotzdem weiter vorankommen. Sibu und ich wollten eigentlich gerade aufbrechen. Mein Stamm ruft die Boten zusammen. We won't keep you then. Let's talk later. Ha, der kleine Kinish denkt, er kann einfach so verschwinden, ohne den allmächtigen Drachenfürsten Kuhul Ajaf zu fragen. Hey, jetzt warte doch mal! Gut, jetzt haben wir erstmal alles erledigt, was es zu erledigen gab. Jetzt wiederum müssen wir erstmal sehen, wo war jetzt hier noch die Gaststätte? Tja, das war jetzt ganz offensichtlich der Hinterausgang. Wie kann es eigentlich sein, dass wir dabei jetzt keinen Teleporter so haben?
Aber gut, jetzt wird es mal Zeit für eine Verschnaufspause. Dann wird auf jeden Fall die große Finalschlacht auch schon fast stattfinden. Aber trotzdem, wir haben immer noch nicht unseren alten neuen Namen. Auroron. Granny? What's wrong, Granny? It looks like you have something to say. You know exactly what you did. You need some sense knocked into you, that's what I think. Now, where do I even begin? I'm sorry. Now that you have nowhere to run, that's when you apologize? You couldn't wait to run off last time, and the time before that. Pretty sure I apologized those times too. What exactly were you thinking? Being a wanted criminal is one thing, but then you also tried to pull off that whole thing in the ancient ruin. I'm not the one who needs an apology. Apologize to yourself for risking your life. Okay. I'm sorry. I don't have anything to say for myself, Granny. Yell at me all you want. I know I messed up. You better be sincere. This is an incredibly serious matter. I'm being sincere, I promise. I've seriously reflected on my actions. I know what I did was risky, and I know I made some bad choices. But I don't regret it. I just had to do something. Not because I thought I was special, but because I wanted to help Natlan as much as I can. Of course, in the end, I just ended up causing more trouble, so you're right. My apology doesn't mean much, but I don't know what else I can say. You even had Aoife bring me that gem. A simple thank you isn't enough, but still. Thank you, Granny. You're welcome. Just make sure to thank Aoife sometime. I will. Anyway, don't feel too grateful. I tampered with the bag to copy a portion of your memories. Oh, I didn't notice. Of course you didn't. You forget how many years I have on you. Like you could uncover one of my tricks. Anyway, I have something else to tell you. The Pyro Archon has discussed your case with the others. Many of your actions violated the rules of Natlan, and you should understand you'll have to take responsibility for that. I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. In addition to giving us another failsafe, you saved yourself with sheer force of will and managed to become a hero. Huh. Not too shabby, grandson. Did the Traveler in Paimon tell you to say that? What? No! I said that because I mean it! I can't believe you're complimenting me at a time like this. You normally let your fist do the talking. You're not off the hook just yet. I told the Traveler I was going to break your legs, and I meant every part of it. Could you not? I still need them to walk. Trying to negotiate, are you? All right. Make me an offer. Given all the good things that I managed to accomplish, can you let me off the hook this one time? I promise to do better in the future. Fine. I can let this slide for now. But I'll be watching. We'll see if I change my mind. Oh, Traveler, Paimon. Didn't expect to see you here. Hello. Gehst du gerade mit dem Enkel ins Gericht? Yes. Looking after these little rascals is rather exhausting. Taking care of the Traveler isn't easy either. Paimon's life is an uphill battle. Traveler, Paimon, I want to thank you for your help back at the ruin. Ach, das war doch nichts. I won't.
Let's get together sometime. If Auroron really wants to thank you, he can treat us all to a tasty meal. Sounds great. We'll be there. Tja, jetzt ist auf jeden Fall die Zeit angebrochen, uns ein bisschen auszuruhen. So viel ist auf jeden Fall jetzt erstmal klar. Moment mal, sind wir jetzt nicht hier beim Gasthaus der Müdigkeit? Doch, sind wir.